Hallo meine Lieben, ich habe heute ein Video für euch, was so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe ist und das aufgrund der Fragen, die ich erhalten habe. Und zwar ging es darum, einige haben gefragt, die ganzen Sachen, die ich jeweils zeige, die sind ja von den Lizenzbedingungen her so, dass ich die nicht verwenden kann, um Sachen zu verkaufen. Oder es gab auch solche, die gesagt haben, das ganze Englische passt für mich halt einfach nicht. Ich hätte gerne mehr in Deutsch, aber da gibt es halt einfach sehr wenig Sachen für. Und naja, ich sage da halt einfach immer, das Einfachste ist eigentlich, oder das Einfachste in Anführungszeichen, aber das Beste ist eigentlich, wenn ihr Sachen selber zeichnen könnt. Und einige sagen da jetzt vielleicht, naja, aber das kann ich nicht. Und da muss ich widersprechen, weil das ist etwas, was man wirklich lernen kann. Ich hatte in der Vergangenheit auch mal so eine kleine Serie gemacht zum Handlettering und da haben sich einige vielleicht auch gefragt, ist schön und gut, aber was soll ich jetzt damit? Und deshalb gucken wir uns heute mal an, wie ihr Kompositionen erstellen könnt. Und da habe ich auch ein ganz cooles Buch für euch, was sicherlich weiterhilft. Und damit starten wir auch gleich. Als ich euch die kleine Serie zum Handlettering gemacht habe, da habe ich euch auch gezeigt, dieses Buch hier von Frau Hölle zu den Basics vom Handlettering. Und naja, da ist es halt einfach drin, wie ihr das quasi euch aneignen könnt, die einzelnen Buchstaben zu zeichnen. Wenn wir uns das Inhaltsverzeichnis kurz angucken, da geht es ums Handlettering, die Basics quasi, dann das Brushlettering, die Kalligraphie und dann ein kleines bisschen auch zum Digital Lettering. Das heißt, wie ihr das zum Beispiel mit dem iPad macht oder am PC oder wie ihr auch Projekte digitalisiert. Und dann hat sie einfach ein paar Beispiele drin, wo sie zeigt, für was man das verwenden kann. Und es hat auch Trainingssheets hinten drin. Finde ich eine super Sache. Ich habe tatsächlich sogar die Bilder gefunden von ich hatte ganz am Anfang, als ich damit gestartet habe, habe ich einen Handlettering-Kurs gemacht vor Ort. Und naja, das waren meine Übungsbeispiele. Fand ich süß, dass ich die noch gefunden habe. Das sind die Basics. Und beim Buch, was ich euch heute zeige, geht es darum, dass ihr euch die Basics quasi schon angeeignet haben solltet. Das heißt, dort wird nicht nochmal gezeigt, wie das Handlettering per se funktioniert, sondern wie ihr dann, wenn ihr diese Buchstaben so ein bisschen beherrscht, wie ihr dann Kompositionen daraus macht. Und zwar ist es dieses Buch hier. Das hier hatte ich gekauft selber und das hier habe ich tatsächlich auch bekommen. Und danke dafür, weil ich finde es wirklich, und das ist meine ganz ehrliche Meinung, ich finde es ein super Buch. Und es ist jetzt nicht so, dass jedes Buch, was ich kriege, dass ich das euch auch zeige, sondern es muss mich schon überzeugen und das hat es tatsächlich. Ihr seht es auch. Ich hatte mir so die Ecken umgelegt, wo ich euch was zeigen will und das ist tatsächlich fast die Hälfte des Buches. Von dem her musste ich mich da so ein bisschen einschränken und wir werden so einzelne Themen angucken, damit ich euch nicht gleich das ganze Buch zeige. Aber hier wirklich, das kann ich euch empfehlen. Das ist von Julia Winkler, aka Sushi Moon Studio oder Sushi Moon. Und in diesem Buch geht es darum, wie ihr eben solche Kompositionen erstellt. Und zwar ist das für analog, aber auch für digital. Das heißt, es spielt keine Rolle, ob ihr gerne von Hand zeichnet oder ob ihr das digital macht mit einem iPad zum Beispiel. Ich bin jemand, der digital zeichnet und deshalb dachte ich mir, ich mache heute eine kleine Challenge auch für mich und werde analog gehen, damit ich das euch auch wirklich mal zeigen kann, weil ich weiß, nicht jeder hat ein iPad oder nicht jeder mag es mit dem iPad zu zeichnen. Von dem her machen wir das heute mal analog.
Und lasst euch nicht vom Ergebnis abschrecken. Wie gesagt, ich bin nicht geübt darin, analog zu zeichnen. Und für mich ist das nochmal so eine Königsklasse für sich. Das heißt, wenn ihr das wirklich super gut beherrschen wollt, macht es analog, weil wenn ihr analog macht, dann könnt ihr auf jeden Fall auch digital zeichnen. Wenn ihr digital anfängt, heißt es noch lange nicht, dass ihr es auch analog könnt. Ne? Nur so nebenbei bemerkt. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Ein Hilfsmittel, was ich euch wirklich wärmstens empfehle, wenn ihr es analog macht, ist ein Zeichnungspad. Das ist auch wirklich nicht teuer, das sind 25 Franken, was ich für dieses hier bezahlt habe. Das verlinke ich euch dann unten auch. Das hat ein Stromkabel dran, wo ihr ganz einfach mit einem USB-Stecker da einen Stromstecker dran machen könnt und das dann an den Strom anschließen könnt. Ich finde dieses Modell hier wirklich ganz praktisch, weil ich habe 3 verschiedene Stufen von Helligkeiten. Kann man es auch wieder abschalten. Was ich immer mache, ich mache so ein Plastiksheet auf die Fläche drauf, einfach damit ich sicher sein kann, dass ich das hier nicht versaue. Das ist eine Platte, die man klar auch putzen kann, aber ich gehe einfach auf sicher und mache hier immer so ein Plastiksheet drauf. Und nur ein kleiner Tipp für Plotterfreunde: Sowas hilft auch super, dieses Zeichnungspad, wenn ihr filigrane Sachen entgittern wollt. Cricut hat zum Beispiel jetzt gerade ein eigenes Pad rausgebracht. Das kostet allerdings irgendwie um die 180 Franken. Ne, das hier ist 25. Nur, ich habe es nur gesagt, ne? So, das ist eines, was wirklich hilft. Dann Radiergummi und Bleistift zum Entwerfen. Und dann könnt ihr euch so ein bisschen entscheiden, mit was ihr gerne arbeitet. Ich habe für Schattierungen und dann auch für die Farben arbeite ich extrem gerne mit Copic-Markern, weil ihr habt bei allen hinten diese Stabilo-Spitze quasi, was super auch ist, wenn ihr Blockschriften macht. Aber ihr habt auf der anderen Seite eben auch diese Pinselspitze, was fürs Brush Lettering ja wichtig ist. Ein anderes Thema sind ganz viele Pens. Das ist, hat einfach der Vorteil, wenn man digital zeichnet, dass man nicht für alles einen eigenen Pen braucht. Aber was ich zum Beispiel extrem empfehlen kann, sind die Micron-Pen. Weil wenn ihr mit Wasserfarbe zum Beispiel die Basis macht, dann könnt ihr mit denen, weil das Archival Inks sind, könnt ihr da auch drüber zeichnen. Ansonsten haben wir da solche Brush Pens. Da habt ihr auf der einen Seite eine ganz normale Spitze fürs feine Zeichnen und auf der anderen Seite habt ihr eben diese Brush Spitze. Und ja, ich würde euch anraten, einfach mal in die Papeterie zu gehen und mal zu gucken, welche Stifte euch zusagen. Wie gesagt, fürs Brush Lettering sind Brush-Spitzen, das heißt die so länglich sind, auf jeden Fall hilfreich. Es gibt auch solche, die arbeiten gerne mit Wasserfarben. Und da gibt es zum Beispiel unterschiedliche Möglichkeiten. Ihr könnt auch mit Aqua Pens arbeiten und die dann mit Wasser auflösen. Das hilft so ein bisschen, gerade als Anfänger, oben schöne Kanten hinzubekommen. Die kann ich auf jeden Fall empfehlen, aber dann natürlich auch einfach ganz normale solche kleinen Wassermalkästen sind auch super. Und naja, halt einfach weiße Acrylfarbe, um dann die Farben zu mischen, oder auch schwarze Acrylfarbe, hilft immer. Wenn ihr mit Wasserfarben arbeitet, solltet ihr auf jeden Fall auch Papier haben, was für Wasserfarben geeignet ist. Und wenn ihr hier jetzt gerade so ein 200 Gramm
oder 220 Gramm Papier nehmt, das funktioniert auch mit dem Lightpad. Also da seht ihr auch wirklich durch. Wenn ihr 300 Gramm nehmt, dann wird es dann ein bisschen schwieriger. Wenn ihr dann eben mit den Wasserfarben arbeiten wollt, dann sind solche Brushpens extrem hilfreich. Und die gibt es auch echt in super vielen verschiedenen Stärken bis hier zu ganz, ganz, ganz fein. Und damit könnt ihr auch super gut arbeiten. Wenn ihr größere Flächen habt, sind diese Stifte auch super, weil der ist mit Wasser gefüllt und das heißt hier vorne die Spitze, die auch wie ein Brushpen ist, da kommt immer Wasser raus. Das heißt, ihr könnt direkt in zum Beispiel hier in den Farbtopf rein und dann gleich loszeichnen. Ist ein bisschen schwierig, jeweils das Wasser so zu kontrollieren, aber das hilft gerade für größere Flächen, finde ich den auch super. Und wenn es dann darum geht, am Schluss noch so ein bisschen Embellishment zu machen, das heißt, wenn ihr schwarze Buchstaben zum Beispiel habt, da noch so ein bisschen Effekte drauf zu geben, sind diese Jelly Pens auch nicht schlecht. Das ist so eine weiße deckende Farbe, die da rauskommt und die gibt es natürlich auch in verschiedenen Stärken. Und als letztes noch, was auch hilft, ist ein Lineal. Hier, je nachdem wie groß euer Motiv ist, für kleinere ist es super, wenn ihr so einen kleinen Lineal habt, wenn ihr Kompositionen versucht aufs Blatt zu bringen oder auch wenn ihr Linien zum Verschmücken macht, die wirklich gerade sein sollten, da hilft sowas. So, das war es so ein bisschen zu den Hilfsmitteln. Und nur zum Sagen, ne, ich weiß, es sind jetzt relativ viele Materialien, aber ihr könnt mit was anfangen und so ein bisschen gucken, wie das für euch passt. Und es gibt Sachen auch in verschiedenen Preisklassen. Ne? Also die Copic-Marker zum Beispiel, ich weiß, die sind teuer. Die halten aber extrem lange und sind, was das Blenden zum Beispiel angeht, halt einfach wirklich absolut super. Aber da findet ihr sicher auch was in einer anderen Preisklasse, um mal zu starten. Und wenn ihr merkt, das ist was euch wirklich zusagt, dann könnt ihr immer noch teurer gehen. Teuer geht immer, ne? Jetzt hatte ich aber gesagt, dass ich euch dieses Buch empfehle und wir werden nicht alles durchblättern. Ich will euch nur kurz das Inhaltsverzeichnis zeigen und es ist wirklich auch witzig aufgebaut, wo sie sagt, die Bauplanung, Vorbereitung, Material, Format und Ausrichtung, dann das Baumaterial, was so die Typografie ist, das Handlettering selber auch so ein bisschen was zu den Schriftarten, Schmuckelemente, das heißt die ganzen Schnörkel, Füllwörter, dann die Statik, das ist der dritte Teil, das heißt die Wortgestaltung und dann beim Hausbau, da haben wir kurze Texte, wir haben mittellange Texte, lange Texte, dann geht es hier noch so ein bisschen auf die besonderen Kompositionen ein, die Reihenzeichnung und dann die ganze Dekoration, da hat es Beispiele drin. Und es ist wirklich auch super illustrativ gemacht. Also ich finde es wirklich, ich finde das Buch Hammer. Wir werden, ihr seht auch schon, ich habe mir so ein bisschen Markierungen reingemacht, weil wir werden verschiedene Themen angucken, weil ich ein Beispiel mit euch durchgehen will. Damit ihr seht, wie ist der Gedankengang und das auch so ein bisschen verlinken zu dem, was im Buch drin ist. Jetzt als allererstes, wie starte ich jeweils? Ich suche mir einen Spruch aus, der mir zusagt, mit dem ich was machen will. Und ihr könnt kleine Sachen machen mit einem Wort, 2 Wörtern oder ihr könnt mehrere Zeilen machen. Ich habe hier jetzt extra was genommen, was ein bisschen größer ist. Und da habe ich den Spruch, do what you love, not what you think you're supposed to do. Das heißt quasi, mach das, was du liebst und nicht das, was du denkst, was von dir erwartet wird oder was andere denken, was du tun solltest. Warum übersetze ich jetzt das? Weil es ist wichtig, dass ihr das, was ihr illustrieren wollt, dass ihr das auch versteht. Weil was wir machen, wir gucken uns an, was die Aussage sein soll, um dann zu definieren, wie wollen wir es darstellen. Ich gucke mir dann den Text an und
gucke, was sind die Hauptwörter, denen ich Gewicht geben will. Und hier habe ich Love und Think. Das heißt, ich werde einen Block haben, der heißt Do What You, dann groß Love, dann wieder klein Not What You, dann Think wieder als Block und dann unten noch You're Supposed to Do. Das sind die 5 Elemente, die ich haben will. Und wenn ich sage, das Wort verstehen, ne, ich gucke mir dann einfach an, Love zum Beispiel. Love ist für mich verspielt, verschnörkelt, eher rund. Das ist so dieses halt einfach schöne Gefühl irgendwie rüberzubringen. Think in diesem Zusammenhang ist als Block, als Mauer gedacht. Ne? Es hindert mich. Und es ist eher, ich habe mich da auch entschieden, das eher dunkel zu machen und auch mit Schattierung zu arbeiten in dem Bereich hier unten, weil es eben das darstellen soll, ne? Liebe, das Verspielte, die Gedanken, die mich hindern, dann als quasi Mauerblock darzustellen. Und dann gucke ich einfach ganz kurz jeweils, ne, wie will ich das machen. Eben das Do What You zu oberst, dann verschnörkeltes Love, dann Not What You, wieder klein, Think als Block und unten You're Supposed to Do. Das ist so das, was ich mir überlege. Und diese Themen, die findet ihr auch im Buch drin. Na, hier Hierarchie, Emotion, Form, wo sie da wirklich drauf eingeht. Das nächste, was ich mir überlegt habe, wie mache ich denn jetzt diese Darstellung? Weil einfach nur Blöcke ist so ein bisschen langweilig, ne? Und da habe ich mir im Buch so ein bisschen das als Hilfestellung genommen. Das heißt, ihr habt hier verschiedene Muster oder Ideen, wie ihr etwas darstellen könnt. Und ich habe 5 Zeilen und dachte mir so, was mir am meisten eigentlich zusagt, gerade aufgrund dessen, was ich euch jetzt gesagt hatte, ist so, ich habe klein hier oben den ersten Block, ich habe ein rundliches, verspieltes, den zweiten Block, was super passt auch fürs Love. Dann habe ich so einen kleinen Teil wieder, dann habe ich hier so einen Block, der wirklich so quasi sehr dominant auch dasteht. Das passt eigentlich wunderbar fürs Think. Und dann haben wir hier unten noch eine 5. Zeile, wo ich dann den Rest reinpacken kann. Und so könnt ihr euch so das mal das Beispiel nehmen oder als Idee nehmen. Und da geht sie wirklich auch noch viel stärker drauf ein. Und das könnt ihr nicht nur mit mehreren Zeilen machen, sondern sie hat hier vorne auch Beispiele, wie ihr einzelne Wörter eben nicht nur als Block darstellen könnt, sondern dass ihr da auch verschiedene Formen verwenden könnt und die dann auch eine ganz andere Emotion rüberbringen. Das heißt, ich habe mir eben genau diese Form quasi rauskopiert und die einmal groß dargestellt. Das heißt, das ist die Größe von meinem Element, was ich haben will. Und hier auch noch zur Größe, beim analogen Zeichen ist es wirklich wichtig, dass ihr von Anfang an wisst, was ihr dann damit machen wollt, weil selbst wenn ihr es digitalisiert, das heißt zum Beispiel ein Foto davon macht, es wird nachher eine Pixeldarstellung sein, das heißt, ihr könnt es nachher nicht unendlich vergrößern. Also hier wirklich macht euch Gedanken dazu, wie groß ihr das haben wollt und auch, es ist gerade zum Anfang geht es eigentlich fast einfacher, wenn man eher so ein bisschen größer arbeitet als klein. Und dann habe ich mir auch so ein bisschen angeguckt, wenn ich diese Darstellung habe, was für Schriften will ich denn verwenden? Und hier im Buch drin findet ihr auch Beispiele zu möglichen
verwenden solltet, was passt, was nicht passt und warum das so ist. Also da hilft es wirklich auch weiter. Und die Empfehlung ist so eigentlich 2 Schriften und maximal 3 Schriften. Ich werde bei mir 3 Schriften haben. Und da geht es eben auch so ein bisschen drum, na, was will ich damit sagen? Und es geht auch darum, dass ihr nicht Schriften kombiniert, die sehr ähnlich sind. Na, hier ist so ein Beispiel, was tendenziell in die Richtung geht, was ich dann wählen will. Das heißt, hier ist es Vogkalligraphie, ich werde aber ein Brushlettering machen, aber es ist so vom Schwung her ähnlich. Dann werde ich eine schlanke Schrift haben, die sehr simpel ist und dann eben diese breite Buchstaben, um den Block vom Think darzustellen. Und ja, das ist das, was ihr hier drin findet. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe mein Zeichnungspad genommen. Und na, ich werde es euch einfach zeigen, was ich gemacht habe, weil es zu lange dauern würde, wenn ich das jetzt einfach 1:1 euch zeigen würde. Aber ihr seht jetzt auch, ihr könnt hier durch das Raster erkennen. Mal kurz gucken, dass ich ein bisschen zoome, damit ihr das ein bisschen besser seht. Ich denke, ihr könnt es erkennen. Ne? Hier hinten, ist jetzt von der Kamera her, seht ihr es nicht ganz so gut wie ich, weil also ich sehe da wirklich das Muster super durch. Ne? Das ist das, wo ich hinten die Darstellung habe von diesem Raster. Und dann bin ich hin und habe das quasi so übersetzt, wie ich das angedacht hatte. Ich habe aber eine kleine Änderung gemacht, und das seht ihr gleich noch warum. Na, ich habe das Love und ne, es geht darum, normalerweise mache ich das mit einem Bleistift, weil es noch ein bisschen einfacher funktioniert. Das Bleistift rutscht ein bisschen besser über das Blatt und da kann ich auch immer wieder ausradieren. Aber es geht wirklich darum, dass ihr die Texte, die ihr habt, dann quasi in diese Form bringt. Das Love hier oben, wo ich wirklich so was Verspieltes hatte. Ich habe hier auch noch ein Herz eingebaut. Seht ihr gleich auch noch, was ich da noch weiter gemacht habe. Dann das Not What You habe ich so in diese Spitze eben reingebracht. Hier versucht es möglichst so darzustellen. Dann diesen Think-Block, wo ich wirklich diese Blockschrift habe und das wird dann auch ziemlich schwarz hier, wenn ich das ausgefüllt habe. Und dann unten noch in diesen Spickel rein, dies You're Supposed to Do. Und hier oben wäre eigentlich dieser Bogen. Und ich habe es versucht, aber irgendwie hat es für mich nicht funktioniert. Und es geht auch immer darum, die richtige Balance auch zu finden. Und ich habe mir dann was anderes überlegt, weil ich mache immer zuerst die Schriften und dann gucke ich mir erst, wie will ich das verschnörkeln, wie will ich das verzieren, damit dann auch wirklich ein Bild draus entsteht. Das heißt, ich habe dann quasi 3 Lagen aufeinander. Ich habe unten die Form, dann habe ich die Schrift, dann mache ich noch ein weiteres Papier drauf und gucke mir dann an, wie kann ich das verzieren. Und hier habe ich mir gedacht, ich mache hinter dieses You're Supposed to Do, mache ich einen grauen Balken in derselben Form, einfach ein bisschen kleiner. Ich werde auch so mit Unterbruchslinien arbeiten. Hier den Think, das packe ich wirklich so in Linien rein, um das so in eine Box reinzupacken, weil das ist genau dieses Hindernis, ne? In der Box denken ist das. Und dann habe ich für das Not What You habe ich einfach Schattierungen quasi mal angezeichnet. Beim Herz, ne, dieses Love macht ja hier diese Herzschlaufe. Und ich habe dann gemerkt, es passt eigentlich am besten, wenn ich dieses Do What You hier mit einem Herz umrahme, das hier reinpacke und dann hat es aber
dann hat quasi die Gewichtung nicht mehr gestimmt, weil ich habe hier unten einen Block und dann ging es hier hoch, auch ein eher schweres Gewicht, und hier war quasi nur dieses Love. Das war so ein bisschen verloren. Und da habe ich dann gedacht, ich mache hier noch so ein Embellishment dazu. Was ich dann damit mache, ist da jeweils so ein Blatt, noch ein neues Blatt drauf zu machen. Auch wieder, ich arbeite hier mit ganz normalem Kopierpapier, einfach um das mal anzugucken. Und dann, ich gebe mir da gar nicht groß Mühe, sondern packe das einfach mal alles zusammen auf ein Papier, um einfach mal zu gucken, wie wirkt das. Passt es für mich, passt es nicht, muss ich irgendwo noch Anpassungen machen, bevor ich dann wirklich ins Reinzeichnen reingehe, um da das wirklich einfach auch mal zu sehen. Und dann bin ich hin und habe so ein 200 Gramm Papier genommen. Das heißt, wenn ich mit Copic-Markern arbeite, mache ich das mit dem 200 Gramm Papier mit weißem und habe das eben mit Bleistift übertragen und dann mit Stiften ausgefüllt. Und auch mit diesem 200 Gramm Papier, ihr seht wirklich durch. Und naja, ihr seht, das Ergebnis ist jetzt nicht super toll geworden, weil ich halt einfach nicht geübt bin drin und das hat bis jetzt auch nicht so eine große Priorität, wenn ich ganz ehrlich bin, dass ich das analog machen kann. Ich bin halt jemand, der digital zeichnet. Ich habe es dann auch noch mit Wasserfarben ausprobiert. Bertbraum eigentlich nicht mehr. Und das sieht dann auch nicht wirklich viel besser aus, aber naja, es hat einfach für mich auch zum Üben war es eine gute Sache. Und ich will euch als Vergleich dazu noch kurz das zeigen, was ich dann digital gemacht habe. Ich kann so halt einfach besser arbeiten und es ist auch einfacher, weil mich die Tools quasi darin unterstützen, auch schöne Linien hinzubekommen. Und ja, aber ich wollte es euch trotzdem zeigen, einfach damit ihr seht, das war eigentlich die Idee dahinter, dass ich dieses Element habe. Und ihr seht, ne, aus sowas kann dann sowas entstehen. Und es ist immer Geschmackssache, ne? Ihr macht es so, wie das für euch gefällt. Das ist was einfach mir gefällt und was ich für mich haben wollte. Ihr habt im Buch drin auch noch klar weitere Themen, wie zum Beispiel Banner, wie ihr die erstellt oder wie ihr Verschnörkelungen macht. Wirklich, das Buch ist, ich könnte stundenlang hier noch weitermachen. Ihr habt wirklich super viele extrem coole Sachen in diesem Buch drin. Ich kann es einfach wirklich nur empfehlen. Ne? In Kombination mit dem Handlettering-Buch von der Frau Hölle, dass ihr da dann drauf aufbauen könnt mit den Kompositionen. Jetzt wollte ich aber kurz noch drauf eingehen, ne, was könnt ihr dann damit machen? Wenn ihr geübt seid und es eher schnell hinbekommt, dann könnt ihr wirklich auch schöne Einzelstücke kreieren oder auch wenn ihr länger dran arbeitet, spielt eigentlich keine Rolle. Aber ihr könnt Einzelstücke machen und die dann quasi analog behalten. Eine andere Möglichkeit, ihr könnt das ganz einfach abfotografieren und dann so quasi vervielfältigen und zum Beispiel Karten damit machen. Das also quasi auf dicken Karton das dann ausdrucken und so Karten machen. Das ist auch eine Möglichkeit. Für mich jetzt, fürs Plotten zum Beispiel, da sind Motive, die man abfotografiert hat und die mehrere Farben haben, sind relativ schwierig. Na, ihr seht zum Beispiel, ich habe da jetzt eines der Elemente abfotografiert und wenn ich das jetzt massiv vergrößere, seht ihr auch, dass ihr da keine schönen Resultate mehr habt. Deshalb habe ich auch gesagt, ihr müsst von der Größe wirklich am Anfang wissen, was ihr damit machen wollt. Was ich euch empfehle, wenn ihr das zum Beispiel fürs Plotten verwenden wollt, würde ich wirklich, ich habe dann quasi 2 Blätter gemacht. Ich habe ein Blatt
gemacht, wo ich das übertragen habe, was alles schwarz ist. Das heißt, zum Schriftzug dazu gehört. Und dann eins, wo ich die Verzierungselemente genommen habe. Das war der graue Balken unten. Das ist eine graue Verschnörkelung auf der Seite, wo das Love ist. Und dann das Herz. Und ihr müsst beim Herz das auch noch gar nicht den Schriftzug hier oben ausschneiden. Das können wir dann nachher zum Beispiel mit dem Plotter machen. Also, aber ich würde es wirklich in 2 Teile aufteilen. Und dann, ich zeige es jetzt euch auf dem iPad, aber das könnt ihr natürlich auch mit dem Handy machen. Es hilft, wenn ihr das nachher versucht mit dem Plotter-Programm, zum Beispiel beim Cricut, das ist ja der Design Space, damit ihr das besser lesen kann, wenn es einen sehr hohen Kontrast hat. Deshalb haben wir es auch schwarz gemacht. Jetzt seht ihr hier, das habe ich schon bearbeitet, das hier noch nicht. Das heißt, das ist nur abfotografiert und das können wir noch verbessern, damit das, der Plotter dann oder das Plotterprogramm das auch besser lesen kann. Könnt ihr hier über die Einstellungen, ich bin schon drin, könnt ihr auf die Einstellungen gehen und dann könnt ihr anfangen, hier mit den Einstellungen zu spielen. Zum Beispiel Schatten ist eins, wenn ihr das in die Richtung zieht oder in die Richtung. Das heißt, wenn ihr das zu hell macht, dann ist das Schwarz nicht mehr schwarz und dann wird er Mühe haben, das zu lesen. Das heißt, hier gehe ich wirklich auf ganz schwarz. Der Kontrast, da gehe ich ganz hoch, damit das weiße Papier halt wirklich auch weiß ist. In die andere Richtung wäre dunkel. Dann Helligkeit, da hilft es auch, wenn ihr hochgeht. Schwarzpunkt, da könnt ihr auch so ein bisschen damit spielen. Das hat jetzt bei mir nicht allzu große Auswirkungen. Gehen wir noch hier oben kurz Glanzlichter. Da gucke ich auch, dass ich das ganz runternehme. Brillanz nehme ich ganz hoch. Belichtung, da bleibe ich in der Mitte. Und so könnt ihr wirklich spielen damit, bis ihr ein Element habt, was am höchsten Kontrast hat und wo die Linien am besten erkennbar sind. Und so speichere ich das dann und habe so was das Programm besser lesen kann. Und sowas, natürlich, ihr würdet das schöner machen als ich, weil ihr seht meine verwackelten Linien. Aber sowas könnt ihr dann in den Design Space zum Beispiel hochladen und als Plotter-Datei verwenden. Wenn ich hier ein neues Projekt mache, zum Beispiel auf dem Cricut Design Space, gehe ich auf Hochladen, sage aus der Fotobibliothek und so kann ich mir die Bilder holen. Bereinigen, ihr seht hier das Ergebnis und das ist komplett schwarz, weil mein Bild hat einfach einen weißen Hintergrund hat und da kann ich auf Entfernen gehen, den weißen Bereich antippen, dann rechnet der das und entfernt schon mal ein paar Sachen. Das reicht jetzt aber noch nicht, weil ihr seht, die Innenräume zum Beispiel, die sind immer noch weiß und da müsst ihr dann halt einfach durchgehen und die einzelnen Sachen, die zu viel sind, entfernen. Dann kann ich noch mal gucken, habe ich alles und wenn das der Fall ist, kann ich weiter. Ich kann hier auswählen mit Despeckle, wenn ich Flecken drauf hätte. Das habe ich jetzt nicht mehr, weil ich vorhin das quasi schon auf dem Bild entfernt habe. Kann man gucken, was passiert, wenn ich auf Glätten gehe. Teilweise ein bisschen komisch von dem her. Das wird dann so ein bisschen kantig. Ich würde das sein lassen und zurücksetzen und das so übernehmen. Hier dann kommt es eben darauf an, was ihr damit machen wollt. Drucken und schneiden wäre das hier. Und ich will aber logischerweise das schneiden. Dem sage ich einfach mal Hearts 1. Gucken, dass das hier markiert ist. Sage speichern. Dann kann ich das schon mal einfügen.
Und dann hole ich mir aber auch gleich noch das andere. Und ich habe hier unten, das seht ihr jetzt ja wahrscheinlich gar nicht, hier ist so vom Kleber, hatte so ein bisschen Reste, da kann ich den Radierer nehmen und das hier unten einfach wegradieren, damit das weg ist. Und kann dann sagen, weiter. Hier auch wieder das Schneidenbild nehmen und dem sage ich Harz 2 speichern und einfügen. So, weil jetzt habe ich zwei Dateien. Ich habe das hier und mein Schriftzug. Jetzt packe ich den von der Reihenfolge kurz eine Ebene tiefer. Und den dupliziere ich auch kurz, weil das hier ist ja rosa und die anderen beiden sind grau. Respektive ich mache gleich 3, weil dann kann ich die auch schön platzieren. Das heißt, ich dupliziere das zweimal. Dann nehme ich eines der Elemente, gehe hier bei Aktivitäten auf Kontur verbergen. Und jetzt kann ich sagen, zum Beispiel hier das Herz weg und das hier unten, dass ich nur noch das hier oben habe. Ein Element. Beim zweiten gehe ich mal alles ausblenden. So, weil jetzt kann ich dem Balken sagen, hier bei Bearbeiten, der ist grau. Dann kann ich auch heller oder dunkler gehen. Geht noch ein bisschen heller. Sage anwenden und dann kann ich den hier dahinter packen. Beim Herz sage ich, das ist rosa. Ein bisschen heller. Dann kann ich das in der Reihenfolge hier in den Hintergrund schieben. Kann ich das hier da platzieren, wo ich das haben will. Dann haben wir hier noch dieses Element, dann nehme ich auch das Grau und packe das hier hin. Anwenden nicht vergessen und dann kann ich das hier hinpacken. Jetzt wollten wir ja noch was anderes und zwar, dass das hier, dieses Do What You und das Herz aus diesem rosa Herz ausgeschnitten ist und da brauche ich einen Offset. Das heißt, ich nehme den Schriftzug, jetzt super, ganz vergessen, dass das auf dem iPad nicht geht. Sorry dafür, dann muss ich es euch quasi kurz erklären, weil ich habe meinen PC gar nicht mit dabei. Sorry, aber wenn ihr mit dem Desktop arbeitet, habt ihr ja dieses Offset. Das heißt, um den Text herum gibt es quasi eine versetzte, nach außen versetzte Linie. Ich hatte das euch auch bei einem Video erklärt, und das verlinke ich euch hier oben, dann seht ihr es auch gleich in Aktion. Dann könnt ihr hier von dem Text ein Offset machen und das Offset und das Herz markieren und dann das quasi ausschneiden. Und so habt ihr dann genau den Effekt, den ihr hier hattet, von wegen, dass quasi der Text aus dem Herz ausgeschnitten ist und das Herz aus diesem großen Herz ausgeschnitten ist. Den könnt ihr damit eben auch erreichen. Also das nur so als Idee, wie ihr was ihr selber gemacht habt, auch wenn ihr es analog gemacht habt, das dann trotzdem als Plotter-Datei verwenden könnt. Es ist nicht optimal, muss ich ehrlich sagen. Es ist natürlich wesentlich einfacher, wenn ihr Sachen, die ihr digital verwenden wollt, auch digital zeichnet. Und ist eigentlich gerade nur so eine gute Überleitung, weil
das ist genau das, was ich euch in einem meiner nächsten Videos dann auch zeige. Ich habe noch ein drittes Buch für euch und da geht es dann wirklich ums digitale Zeichnen, tatsächlich um das Zeichnen mit Procreate. Aber ich werde euch dann in dem Video auch zeigen, wie ihr zum Beispiel auch mit Adobe Illustrator oder anderen Vektor-Tools arbeiten könnt. Weil das, was wir jetzt gemacht haben, wir haben es ja, oder was Procreate ist pixelbasiert. Und fürs Schneiden mit dem Plotter bräuchten wir eigentlich Vektorzeichnungen, damit wir die Schneidepfade haben. Aber dazu komme ich eben in einem meiner nächsten Videos, wo ich euch das dann zeige. Aber das war es eigentlich auch schon für heute, nämlich, dass ihr hier ein super Buch habt, was ihr verwenden könnt, um zu lernen, wie ihr Kompositionen selber erstellen könnt und das dann zeichnen könnt, egal ob analog oder ob ihr das digital macht. Von dem her, ich würde sagen, das war's. Ich wünsche euch einen schönen restlichen Sonntag oder wann immer ihr das Video auch anguckt, einen schönen Tag. Und ich hoffe natürlich, dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald! So offshore, playful.